Wohin gehst du? Alle Geschäfte sind geschlossen. Du weißt es nicht. Die Reichen schlafen nie, Thomas. Manche Einkaufszentren haben 24 Stunden geöffnet. Wer sind Sie, gnädige Frau? Wir kennen Sie nicht. Was ist mit dir passiert, Thomas? Ich bin deine Frau Lisa. Schau mal, was ich gekauft habe. Lisa, meine Frau? Ich habe dich nicht wiedererkannt. Du hast dich völlig verändert. Mama, was hast du gekauft? Etwas Besonderes. Etwas Großes. Wir haben jetzt einen Fernseher. Einen Fernseher? Wirklich? Meinst du das ernst? Können wir Cartoons schauen? Aber zuerst müsst ihr eure Hausaufgaben gut machen. Lass sie doch einmal glücklich sein, Thomas. Du hast etwas Gutes getan. Du hast Geld mitgebracht. Du hast dieser Familie geholfen. Danke, Papa. Du bist der Beste. Jetzt sind wir wie die anderen Kinder. Ich liebe euch beide, meine Kinder, so sehr. Ich werde alles tun, um euch glücklich zu machen. Jetzt werden die Nachbarn sehen, dass wir nicht mehr arm sind. Mama, können wir neue Schuhe kaufen? Die Kinder machen sich über meine Schuhe lustig. Morgen kaufe ich euch neue Schuhe. Kleidung. Spielzeug. Alles. Wir gehen morgen ins Kino, um einen Film anzusehen. Danach gehen wir in einem schönen Restaurant essen. Du bist die beste Mama. Wir lieben dich so sehr. Entschuldigt mich jetzt. Ich muss etwas sehr Wichtiges erledigen. Guten Morgen, Sarah. Hier. Nimm dein Geld zurück, das ich mir geliehen habe. Jetzt sind wir quitt. Ich brauche dein Geld nicht mehr. Danke, Lisa. Du siehst heute wunderschön aus. Gefällt dir mein Kleid? Es ist aus echter Seide. Und die Schuhe sind italienisch. Aber sie sehen so teuer aus. Ja, das sind sie. Thomas verdient jetzt gutes Geld. Endlich ändern sich die Dinge für uns. Wir haben gestern einen Fernseher gekauft. Die Kinder lieben ihn. Vielleicht kaufen wir uns bald auch ein Auto. Aber ein Auto ist sehr teuer, Lisa. Ja, wir sind nicht mehr arm. Keine Secondhand-Kleidung mehr. Keine billigen Sachen mehr. Uns geht es jetzt gut. Das freut mich zu hören. Aber so schnell? Wie habt ihr plötzlich all dieses Geld bekommen? Letzte Woche hast du mich noch nach Geld gefragt. Das war unsere Vergangenheit. Unser Glück hat sich geändert. Thomas hat in seiner Arbeit endlich Erfolg erzielt. Ich freue mich, dass es euch besser geht. Aber sei vorsichtig, Lisa. Schnelles Geld kann auch schnell wieder verschwinden. Du machst dir zu viele Sorgen, Sarah. Lass mich jetzt mein Leben genießen. Ich war es leid, arm zu sein. Jetzt schauen die Leute mich an. Sie respektieren mich. Vergiss nicht, Respekt kommt nicht vom Geld. Er kommt davon, wie man Menschen behandelt. Du bist nur neidisch auf mich, Sarah. Ich werde mein Leben genießen. Ich habe keine Zeit für deine Predigt.
Ich gehe ins Büro. Ich komme zu spät. Du gehst so? Warum? Was ist falsch daran? Du bist jetzt reich. Du musst ein Auto kaufen. Du musst wie ein reicher Mann aussehen. Du musst deinen Status bewahren. Lasst uns zuerst Geld für das Nötigste ausgeben. Ich kaufe ein Auto später. Nein, du musst es heute kaufen. Fahr mit deinem neuen Auto ins Büro. Das ist zu viel, Lisa. Die Leute werden misstrauisch. Sie werden denken, wie kann Thomas sich ein neues Auto leisten? Sollen sie denken, was sie wollen. Das ist mir egal. Aber ich kann niemandem erzählen, dass mein Mann mit dem Bus zur Arbeit fährt. Na gut, Lisa. Ich werde gehen und ein Auto kaufen. Sehr gut. Jetzt bist du ein gehorsamer Ehemann. Kommt, Kinder. Lasst uns einkaufen gehen. Guten Tag. Ich brauche ein Auto. Natürlich, mein Herr. Lassen Sie mich Ihnen etwas zeigen. Das ist unser bestes Modell. Es hat den schnellsten Motor. Und es hat den besten Verbrauch. Entschuldigen Sie, ich habe keinerlei Erfahrung mit Autos. Was bedeutet Verbrauch? Verbrauch bedeutet, wie weit das Auto mit einem Liter Benzin fahren kann. Dieses Auto schafft 20 Kilometer mit einem Liter Benzin. Ausgezeichnet. Ich kaufe es. Nehmen Sie Bargeld? Ja, mein Herr. Wir nehmen Bargeld. Oh wow. Schaut euch Clara an. Schaut euch Klaus an. Ihr seht beide toll aus. Wie ist das passiert? Wir sind jetzt reich. Wir haben viel Geld. Wir können alles kaufen, was ihr kaufen könnt. Clara, du siehst bezaubernd aus. Wo hast du dieses Kleid gekauft? Meine Mutter hat es für mich gekauft. Sie weiß, was die neueste Mode ist. Es ist wunderschön. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Und schaut euch bitte meine Schuhe an. Das sind die besten Markenschuhe auf dem Markt. Sie sehen großartig aus. Ich möchte diese Schuhe auch eines Tages kaufen. Clara, setz dich im Unterricht zu mir. Nein, sie setzt sich zu mir. Nein, Clara ist von nun an meine beste Freundin. Sie wird nur noch neben mir sitzen. Ein neues Auto. Ist das dein Auto, Thomas? Ja, Lukas, es gehört mir. Wie konntest du es kaufen? Es muss sehr teuer gewesen sein. Ich kaufe, was ich will. Wenn es dir nicht gefällt, dann geh mir aus dem Weg. Wie kann dieser arme Thomas so ein schönes Auto kaufen? Woher hatte er plötzlich all dieses Geld? Ich muss die Wahrheit über ihn erfahren. Das ist unser neues Haus. Wir mieten es jetzt, aber bald werden wir es kaufen. Lisa, das ist wirklich ein riesiges Haus. Ich liebe es. Nur die Reichen und Berühmten wohnen in dieser Nachbarschaft. Ja, ich habe einen Filmstar gesehen. Er ging mit seinem Hund spazieren. Du hast so viel Glück, Lisa. Lisa, kannst du uns sagen, wie du reich geworden bist? Arbeite hart und werde reich. Mein Mann arbeitet sehr hart. Das ist alles. Komm, ich zeige dir mein Schwimmbad. Ja, Herr Ralf. Ich habe Ihre Akte unterschrieben. Niemand weiß von unserem Deal.
Ich werde weiterhin Ihre Akten unterschreiben. Keine Sorge. Gib mir einfach weiter Geld. Ich werde unterschreiben, dass dein Zement von hoher Qualität ist. Also, Thomas arbeitet mit Herrn Ralf zusammen. Ralf ist unser Zementlieferant. Er liefert minderwertigen Zement. Aber Thomas' Bericht sagt, dass er von hoher Qualität ist. Das ist Betrug. Ich muss unseren Chef darüber informieren. Herr, in der Firma gibt es Korruption. Korruption? Was sagst du da, Lukas? Ja, Herr. Sie werden es nicht glauben. Ein Mann in unserem Büro betrügt die Firma. Sag es klar, Lukas. Erzähl mir alles. Herr, Thomas unterzeichnet falsche Berichte. Er behauptet, minderwertiger Zement sei hochwertig. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.